Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir an diesem BMW die Ansaugbrücke ausbauen, Ansaugkanäle sauber machen, Drallklappen sauber machen bzw. Ansaug sauber machen. Und hier in dem Video geht es jetzt speziell darum, damit es auf YouTube ein Tutorial gibt, wie man bei dem Motor B47, wie man die Ansaugbrücke ausbaut, beziehungsweise wie man bei der 2-Liter-Maschine Diesel die Ansaugbrücke ausbaut, einbaut. Ich glaube, die Reinigung werden wir jetzt mal auf einem separaten Video laufen lassen. Was ist das für ein BMW? Das ist der BMW F11 Motorcode B47520D. Baujahr 2016, 140 kW. Und ja, bei den BMW-Modellen, beziehungsweise allgemein bei allen Modellen, besonders wo Drallklappen sind, ist es ganz, ganz wichtig, die Ansaugkanäle zu reinigen, beziehungsweise auch mal reinzugucken mit einem Endoskop, inwieweit die schon verdreckt sind. Der hat beispielsweise 200.000 runter und wie das Ganze dahinter oder dort aussieht, könnt ihr euch gerne angucken. Hier geht es jetzt aber darum, Tutorial, Einbauvideo. Ja, ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein, werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Deswegen achtet darauf, dass wir euch über YouTube anschreiben können, dass ihr die in der Kanalinfo oder auf eurem YouTube-Account die E-Mail hinterlegt habt, damit wir euch kontaktieren können. Ansonsten kriegt ihr das im Livestream mit. Und somit haben wir auch Content, was wir dann im Livestream machen können. Ihr habt was davon, wir haben was davon. Wir probieren es mal aus und das wird jetzt jeden Monat so sein. Ja, deswegen, wenn ihr Bock habt und desto mehr Kommentare ihr schreibt, desto höher ist die Chance für euch zu gewinnen. Und ich denke mal, das ist eine gute Idee, um die zu belohnen, die fleißig immer Kommentare schreiben. Ja, das ist so eine Idee von uns für euch. Wenn ihr Bock drauf habt, macht mit, schreibt fleißig Kommentare, egal unter welches Video. Und ich würde sagen, achso, Teilnahmebedingungen, Gewinnspiel, Teilnahmebedingungen sind unten in der Videobeschreibung. Die werden jetzt bei jedem mit dabei sein. Und ja, wie gesagt, am 1. geht es immer los und am 30., jeweils dem 31. endet Gewinnspiel und das halt jeden Monat. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ja, viel Glück. Ich würde sagen, weiter mit dem Video. Die Brücke befindet sich einmal hier. Die komplette Einheit muss einmal raus. Erst nehmen wir diese Stoffgeschichte hier ab. Hier ist eine Klammer. So eine Kunststoffklammer. Dann sollten wir die Geschichte einmal abbekommen. So, und ihr habt die Möglichkeit mit einem Endoskop, wenn ihr diesen Sensor abschraubt, dann könnt ihr hier einmal durchgucken, wie verdreckt die bei euch ist. Die Ansaugkanäle auch und die Drallklappen, den Sensor einmal raus. Ja, dann Stecker abmachen. Von den ganzen Klammern hier befreien.
Mal näher reingezoomt. Die Stecker hier sind solche grauen bzw. weiße Kunststoffabsicherungen. Die müsst ihr einmal nach unten abdrücken und dann könnt ihr das Ganze einmal abmachen. Das ist einmal zu denen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, oben reindrücken und dann könnt ihr die nach unten rausziehen. Einmal. Natürlich kann es mal passieren, dass die abbrechen, weil mit den Jahren wird das ja alles härter. Der Weichmacher geht raus und dann wird das Ganze immer schwieriger. Also die können wir eigentlich nach unten hin packen. Sollten uns eigentlich nicht stören. Hier dasselbe. Von Glühkerzen. Bei der Klemme natürlich aufpassen, wenn ihr die Batterie nicht abgeklemmt habt, nicht an Masse kommen. Das einmal umlegen. Mit einem 15er Torx. Jetzt einmal die ganze Kabelgeschichte ab. Hier auf der Seite befindet sich dann noch einmal eine Schraube mit einem 20er Torx. Öldeckel einmal ab. Den Lappen rein. Den Stecker vom Rail einmal ab. Das müsste dann immer ausreichen. So, an dem Stecker jetzt etwas länger rumgefummelt. Und zwar einmal hier zur Seite drücken. Dann könnt ihr den einmal aus dieser Führung hier rausschieben. Und wenn der da eingesteckt ist, den weißen Pin nach hinten drücken und dann mit einem Schraubenzieher von hier rumfummeln, bis man das Ganze ab hat. Dass die quasi die Nase nicht abbricht. Weil Dreck sammelt sich da und dann ist es nicht so einfach, das Ganze auszubauen. Den Pin einmal reindrücken, in der Hoffnung, dass wir ihn auf der anderen Seite auffangen können. So sieht der Pin dann einmal aus. So ein kleiner Kunststoffpin. Dann geht es weiter, ganz viele weitere Stecker abmachen. Mit dem 30er Torx. Und hier unten befindet sich einmal eine Schelle bzw. der Ladedruckschlauch. Da können wir das Ganze einmal abmachen. So, ab. So, nur aufpassen, dass euch nichts in den Ladedruckschlauch fällt. Deswegen das Ganze einmal zumachen. Und jetzt schrauben wir mit einer 10er Nuss die ganzen Schrauben ab. Also hier ist es etwas schwieriger, euch mitzunehmen. Aber 1, 2,
3. Und die Schrauben können nicht rausfallen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und die 7. Ganz, ganz wichtig, wir machen den mal ab, damit wir ein bisschen mehr Spiel da hinten in der Ecke haben. Und ganz, ganz wichtig ist es, dieses Kabel darf auf gar keinen Fall auf Masse kommen. Auf gar keinen Fall. Ein Stecker ist hier noch dran. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längerem zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ja Leute, die Ansaugbrücke haben wir ausgebaut. Ich blende mal so ein paar Bilder ein, wie das vorher aussieht. Vergammelt, verrußt. Und deswegen, Leute, ist es auch so wichtig bei diesen ganzen BMWs F07, F11, F10, die 6-Zylinder, das ist der 4-Zylinder, wie man es unschwer erkennen kann. Es ist ganz, ganz wichtig, die Ansaugkanäle zu strahlen und die Ansaugbrücken zu reinigen, weil diese Flocken lösen sich, dann hat man Riefen in Zylindern, höherer Kraftstoffverbrauch, unrunden Lauf, schwarz, dass er rußt, weniger Leistung und. Ja, wir machen das Ganze jetzt sauber. Für euch wird es ganz normal weitergehen. Ihr werdet dann sehen, wie wir die neue Ansaugbrücke wieder einbauen. Jetzt werden aber ein paar Tage noch vergehen, bis das Ganze vernünftig erledigt ist. Dichtungen neu. Ja, alle Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Wir machen das eben sauber. Was heißt eben? Wird länger dauern. Für euch geht es ganz normal weiter. So ein Tutorial, wie man die Ansaugbrücke aus- und einbaut. Ja Leute,
Die Ansaugbrücke haben wir jetzt sauber. Das hat auch sehr gut geklappt, das sauber machen. Aber wenn ihr die Ansaugbrücke ausbaut, einbaut, achtet drauf, ob bei euch der AGR-Kühler dicht, undicht ist und nicht, dass die Ansaugbrücke bei euch geschmolzen ist, innen drin. Da werden wir ein separates Video zu machen. Woran ihr das gut erkennen könnt, ist, wenn ihr den Ladedrucksensor rausholt und der Ladedrucksensor bei euch so aussieht, wir blenden mal so ein paar Bilder ein. Wir werden aber nochmal ein separates Video zu machen, und zwar die B57, B47, N47 und N57. Die Motoren sind von einer Rückrufaktion. Der B47 kriegt man den AGR-Kühler und die Ansaugbrücke eventuell auf Kulanz. Da werden wir ein separates Video zu machen. Und der N57 und N47, da ist eine Rückrufaktion mit dem Kühler. Da werden wir auch ein separates Video zu machen. Deswegen hier in dem Video geht es halt darum, Ansaugbrücke aus, einbauen. Achtet drauf, nicht, dass bei euch die Ansaugbrücke geschmolzen ist. Wir werden mal so ein paar Bilder einblenden, denn diese Ansaugbrücke kommt noch neu. Weil die hat zwar geklappt zu reinigen, ist aber innen drin etwas geschmolzen. Und deswegen werden wir jetzt die erstmal zu Ende zusammenbauen. Das Auto wird aber nicht weiter gefahren. Wir bauen die Ansaugbrücke jetzt wieder ein. Die Ansaugkanäle haben wir jetzt auch sauber. Wir blenden mal so ein paar Bilder ein. Und ja, bitte nicht wundern, warum der Luftfilterkasten raus ist. Den haben wir rausgenommen, damit das besser ist zum Strahlen der Ansaugkanäle. Für den Ansaugbrückenwechsel muss das jetzt nicht unbedingt ab. Ein bisschen Platz schaffen. Brücke rein und dann können wir das Ganze einmal so, und die ganzen Schrauben bekommen 10 Newtonmeter. So, alle Schrauben erstmal ansetzen, noch nicht richtig festziehen. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7. Und die mit 10 Newtonmeter festziehen. Und ganz, ganz wichtig darauf achten, dass ihr hier hinten die 2 Leitungen, die hier entlang gehen, nicht zwischen der Ansaugbrücke klemmt. Ganz, ganz wichtig. Dann die ganzen Klammern wieder einbauen. So, den Ladedrucksensor machen wir jetzt erstmal nur vorsichtshalber rein, was abbricht. Aber ich möchte nicht, dass da irgendwas reinfällt. Machen den jetzt erstmal wieder rein. So, die Klammer
kommt hier rein. Die hält diesen einen Schlauch. So. Und das kommt dann hier rein. Das kommt hier rein. Dann sitzt das schon so, wie es sitzen soll. Kommt das hier durch. So, der Ladedruckschlauch drauf, etwas schwierig drauf zu machen, geht aber. Und dann die sämtlichen Stecker einmal drauf. Auf den Ladedrucksensor und die Ladedruckregelklappe. Finde ich hier drauf geschoben. Und das haben wir von, der kommt hier dran. Und der kommt hier dran. Und überall das Ganze einrasten. Dann haben wir alle Stecker, alles wieder auf der richtigen Position. Die letzte Abdichtung hier rein, dann passt das Ganze wieder. Ja, und den Luftfilterkasten, wie gesagt, den müsst ihr nicht dringend ausbauen. Ihr kriegt die Ansaugbrücke auch raus, ohne den Luftfilterkasten abzumachen. So, und die Klammer, falls das jemand suchen wird, kommt einmal hier dran. Und dann hier drauf. Hier versteckt sich die letzte Schraube. Ja Leute, und so in etwa kann das mit der Ansaugbrücke aussehen, wie man die aus- und einbaut. Wir haben noch ein separates Video dazu gemacht, zu der Rückrufaktion bzw.
technischen Überprüfung von BMW, da folgt ein separates Video, weil die Ansaugbrücken gerne schmelzen, brennen und der AGR-Kühler Kühlwasser verliert. Da haben wir ein separates Video zugemacht zu dem Motorcode B47, N47 und N57 zu der Rückrufaktion, zu der Kulanzgeschichte beziehungsweise zum Kühlwasserverlust. Besonders wenn dein Auto Kühlwasserverlust hat, guck dir das Video an, da sind alle Infos. Ansonsten, ich hoffe mit dem einen oder anderen Video, mit dem Video konnte ich dem einen oder anderen helfen, wie man so eine Ansaugbrücke aus- und einbaut. Alle wichtigen Infos sind unten in der Videobeschreibung, Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.